Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Rezeptvideo. Heute wollte ich euch ein Gericht zeigen, das mache ich so oft. Das ist wirklich was für Faule, aber glaubt mir, wenn, sagen wir mal, ihr habt Besuch oder so und ihr macht das, die Leute werden denken, ihr habt stundenlang in der Küche gestanden. Es ist so lecker, ihr könnt es total gut abwandeln. Ihr könnt das mit Fleisch machen, ohne Fleisch. Ich nenne es mal wirklich ein Gericht ohne zu kochen. Denn ihr müsst weder am Herd stehen, noch an der Bratpfanne. Das Einzige, was ihr wirklich dafür braucht, ist ein Topf mit Deckel. Am besten entweder ein Gusseisentopf. Die bekommt ihr ja wirklich überall. Ich empfehle es euch sehr gerne, euch einen zu besorgen. Auch gerade zum Brotbacken. Also entweder ein Gusseisentopf. Was aber auch noch super ist, ist ein Römertopf. Vielleicht habt ihr ja sowas da oder eine andere Art von Tontopf. Es gibt ja noch diese, was haben die auch ganz viele, diesen Pampers-Chef oder so. Ich weiß nicht, ich denke mal an Pampers, wenn ich das höre, aber das ist ja auch so eine bekannte. Ja, also einfach so ein Tontopf mit Deckel. Gibt es ja lasierte, unlasierte. Das ist halt das Einzige, was ihr braucht, damit das wirklich so lecker wird. Und da denken wirklich Leute, ihr habt da gestanden und alles irgendwie angebraten und so weiter. Das wird so gut. Und ich mache das wirklich so oft, weil das Einzige, was ich dann immer mache, ich lasse nämlich immer die Kids das ganze Gemüse schnippeln. Und das Einzige, was ich dann mache, ist nur alles zusammenrühren, würzen und dann, wie gesagt, in den Topf und dann einfach in den Backofen. Also ihr könnt das super vorbereiten, weil das Einzige, dass es da wirklich so eine Stündchen, kommt immer auf die Menge an, so ungefähr eine Stunde dann im Topf schmoren tut. Aber wie gesagt, es wird so lecker. Deswegen empfehle ich euch, das Ganze mal auszuprobieren. Bald steht ja auch wieder Ramadan vor der Tür. Also gerade dann, wenn ihr wieder für mehr Leute kochen wollt, ist das super praktisch. Oder ihr seid eine große Familie, aber auch natürlich für euch alleine, falls ihr da so einen kleinen Topf habt. Wie gesagt, super einfach gemacht. Aber gerade wenn man eben viele satt bekommen möchte, ist das, finde ich, super praktisch und sehr einfach. Ich benutze auch immer unterschiedliches an Gemüse. Heute nehmen wir Karotten, Paprika, da habe ich rote Spitzpaprika, grüne Spitzpaprika, also so diese türkischen, die gibt es ja einmal in scharf und nicht scharf. Ich glaube, die sind jetzt relativ mild. Dann nehme ich braune Champignons, rote Zwiebeln und aktuell Rosenkohl. Ist ja so Winterzeit, deswegen wir lieben das, wenn da der Rosenkohl drin geschmort ist. Der schmeckt dann nochmal besonders lecker. Aber wie gesagt, das mache ich immer unterschiedlich. Manchmal mache ich Zucchini, Aubergine, also je nachdem noch Kartoffeln dazu oder Süßkartoffeln. Und dann könnt ihr schauen, ob ihr eben Fleisch dazu haben möchtet. Wenn nicht, ihr könnt auch zum Beispiel Kichererbsen reinmachen, wenn ihr das Ganze dann eben vegan haben wollt oder irgendeine andere Fleischalternative. Ich habe jetzt hier Rindfleisch, so mache ich das eigentlich immer sehr gerne. Das ist, ich weiß nicht, mein Mann kauft immer das Fleisch bei unserem Fleischer. Das ist jetzt irgendwie so Rindersteakstücke. Ich lasse es auch so im Ganzen, also ich werde es auch nicht klein schneiden. Und dann werdet ihr sehen, das wird nämlich alles im Topf danach zerfallen. Also das Einzige, was ich jetzt mache, die Kids sind nämlich in der Schule, das heißt, für mich steht jetzt an, das ganze Gemüse zu schnippeln. Also das Gemüse einmal putzen, waschen und grob schneiden. Nein. Das ist nämlich so meine Maßeinheit, diese Schüssel, dass ich weiß, dass alles reinpasst. Jetzt marinieren wir das ganze Gemüse.
was ich reinmache, ist einmal, könnt entweder nur Tomatenmark nehmen. Ich habe hier immer so ein Tomatenmark mit Paprikamark gemischt und scharfes Paprikamark auch noch. Deswegen werde ich da jetzt auch keine Schärfe machen. Also ruhig eine gute Menge davon rein. Und ihr braucht auch wirklich keine Flüssigkeit. Die Soße entsteht auch wirklich von ganz alleine. Olivenöl. Und dann könnt ihr würzen, wie ihr mögt, was euch schmeckt, wie ihr das Ganze ja haben wollt. Ich mache hier jetzt Gemüsebrühe dazu. Ist halt immer so ein Geschmacksträger. Paprika. Ist jetzt edelsüß. Ich habe auch gemerkt, seit ich schwanger bin, vor allem durch meine Probleme mit dem Sodbrennen, würze ich jetzt nicht mehr so stark. Normalerweise haue ich ja auch gern viel Knoblauch und Schärfe rein. Aber ja, jetzt mache ich es alles ein bisschen milder und wer will, kann sich ja am Tisch immer noch ein bisschen ja, Schärfe mit dazu geben. Kreuzkümmel finde ich immer sehr lecker. Salz natürlich nicht vergessen. Und ich habe jetzt hier noch so Kräuter de Provence. Die mache ich auch noch dazu. Und jetzt einfach nur alles verrühren. Ich mache das jetzt mit der Hand. Könnt aber auch einen Löffel nehmen, aber es ist jetzt bei mir ganz schön voll. Ich ziehe jetzt auch meinen Handschuh an, weil die ganzen Gewürze manchmal hat man ja so kleine Wunden an den Fingern oder so, dann brennt das schon. Deswegen einmal so. Und einfach so schön in das Gemüse alles schön einmassieren. Meine Schüssel ist wieder schön voll. Das Fleisch würze ich jetzt nicht, weil ich werde das Fleisch zwischen die Gemüseschichten packen und so wird sich das Ganze eben so durchsickern durch die ganzen Schichten mit dem Fleisch und so weiter zusammen. Deswegen mache ich das jetzt nicht extra nochmal. Ist halt eben nicht nötig, weil sich das eh alles schön miteinander verbindet. Jetzt schichten wir das Ganze, ein bisschen wie so eine Lasagne. Ihr könnt aber auch, falls ihr anderes Fleisch habt, Hähnchenbrust oder so, das auch natürlich vorher würfeln und hier mit dazugeben. Das ist vollkommen egal. Ich richte mich da auch ein bisschen so nach dem, was ich gerade so hier habe. Ich mache das eben so, dass ich die ganzen Stücke hier einfach dazwischen packe. Und ihr seht auch, das ist auch schon sowas, das fällt dann später komplett auseinander. Und das war's schon. Also ihr seht, super einfach, super schnell, sehr easy zum Vorbereiten. Falls ihr zum Beispiel ja, das Ganze erst am Abend servieren wollt und keine Zeit habt zwischendurch, noch mal rausgehen wollt oder so. Einfach so fertig machen, Deckel rauf und jetzt darf das in den Ofen. Der ist auch nicht vorgeheizt. Einfach rein und wie gesagt, so eine Stunde, da könnt ihr einfach mal schauen, ob alles schön weich geworden ist, ob alles fertig ist. Ich mache auch meinen Backofen relativ hoch, also so könnt ihr ruhig auch auf 220, 230 Grad, kommt auf euren Ofen an. Meiner ist ja schon ein bisschen alt, der ist ein bisschen lahm, deswegen heize ich den immer gut ein. So entstehen wirklich, gerade eben durch den Gusseisen oder den Römertopf, Tontopf, entstehen einfach so leckere Aromen, als hättet ihr einfach alles so schön angebraten. Gerade so das Fleisch, man denkt so, das ist dann einfach gekocht, aber nein, das ist so schön zart und ja, wird richtig lecker. Ihr werdet es sehen. Ihr könnt es nur nicht probieren, ihr müsst es ausprobieren, damit ihr es probieren könnt, ne? Das sieht doch köstlich aus. Ohne dass hier irgendwas angebraten wurde, entsteht einfach so ein schönes Aroma. Ich liebe das einfach und das mache ich so oft in unterschiedlichen Varianten. Ich habe jetzt hier heute als Beilage Bulgur gekocht. Ihr könnt aber Kartoffeln, Kartoffelpüree, Reis, was ihr mögt, dazu servieren. Aber einmal, damit ihr das Ganze seht, wie schön zart und weich auch das ganze Fleisch ist.
schaut mal, wie viel Soße einfach entstanden ist, ohne dass ich da irgendeine Flüssigkeit dazu gegeben habe. Es ist einfach der Saft vom Fleisch, vom Gemüse. Und das Ganze lassen wir uns jetzt schmecken. Als Beilage könnt ihr noch ein bisschen Joghurt dazu machen, Gurkensalat, einen anderen Salat, was ihr mögt. Und ja, probiert es auf jeden Fall aus und sagt mir mal, vielleicht habt ihr das auch schon, vielleicht macht ihr das schon die ganze Zeit auch so. Sagt mir gerne, wie eure Variante aussieht, würde mich interessieren. Sagt mir gerne Bescheid, falls ihr das Ganze nachgekocht habt, wie es euch geschmeckt hat. Abonniert sehr, sehr gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Mittwochs bekommt ihr immer Rezeptvideos von mir und sonntags reguläre Vlogs aus unserem Alltag. Also schaut da sehr, sehr gerne vorbei und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!